Heute nähen wir dieses Sommeroberteil. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Das sieht man heute an diesem Oberteil mit einem Lutherloh-Schnitt wieder. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ausschnitt hier ein bisschen anders gemacht werden müsste, sollte. Aber ich habe so gemacht, wie ich es hinkriege, und am Ende sieht es aus wie auf der Modezeichnung und deshalb bin ich sehr stolz auf mich, dass das alles so geklappt hat. Und das ist mir immer wichtig hier auf dem Kanal. Es geht nicht darum, dass wir alle Schneiderinnen sind, die das perfekt gelernt haben, sondern dass wir es einfach mal machen und irgendwie ans Ziel kommen und dabei im besten Fall was gelernt haben. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt bei diesem Schnitt. Ich habe geguckt, wie ich das hier umsetzen kann. Und ich habe zum ersten Mal für diese Ösen mein Vario Creative Tool benutzt und habe gelernt, wie man Ösen einsetzt. Hey! Wenn dich also interessiert, wie ich diesen Schnitt umgesetzt habe, dann geht's jetzt los mit dem Video. Das ist der Stoff, für den ich mich entschieden habe. Und zwar ein feiner Leinenstoff, optimal für den Sommer. Und ich habe mich für diesen Lutherloh-Schnitt entschieden. Da hat mir der Ausschnitt einfach besonders gut gefallen mit dieser Schnürung. Und das sind die Schnittteile vorne und hinten. Die werden jeweils im Bruch zugeschnitten und haben einen Beleg an Ärmelausschnitt, Halsausschnitt und für den V-Ausschnitt. Diesen Schnitt muss ich jetzt auf Schnittpapier in meine Größe übertragen. Dazu brauche ich Schnittpapier, das Maßband von Lutherloh, den Pin. Ich nehme immer flexiblen Radiergummi zum druntermachen und natürlich einen Stift zum Übertragen. Da benutze ich gerne die Frixion. Und hier sieht man die Taillenlinie. Bis zu diesen 22,5 muss ich mein Taillenmaß nehmen und für alles, was oberhalb ist. Und für die beiden Maße unten muss ich mein Hüftmaß nehmen. Wenn ich geguckt habe, dass alles auf mein Schnittpapier passt, mache ich mir meinen Radiergummi drunter, steche in dem Lineal vorne in mein Maß ein. Für alles oberhalb der Taille mein Brustmaß, für alles unterhalb mein Hüftmaß. Das kommt in das X in der Mitte und dann lege ich das an den Linien an und übertrage die Maße auf Schnittpapier. Und wenn ich das gemacht habe, dann verbinde ich alle Linien miteinander, so wie sie auf dem Schnittpapier angegeben sind. Und wenn ich das gemacht habe, gebe ich noch eine Nahtzugabe dazu und dann habe ich meinen Schnitt auf meine Maße angepasst und übertragen. Wenn ich alles eingezeichnet und beschriftet habe, muss ich mir die Belege natürlich nochmal abpausen, damit ich da einzelne Schnittteile habe. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich das Ganze aus Stoff zuschneiden. Als erstes brauche ich diesen Beleg für den Ausschnitt und mein Vorderteil und da kommt jetzt Bügelvlies auf diesen Ausschnitt, damit das Ganze auch mit den Ösen später etwas befestigt ist. Und jetzt muss ich mir einzeichnen, wie ich das Ganze aufnähe. Und ich habe da ein bisschen rumüberlegt und ausprobiert und mich jetzt für diese Methode entschieden. Ich habe hier die beiden Ecken links und rechts und unten die Spitze, dass ich da die Mitte quasi mir ein Kreuz einzeichne. So, auf Höhe dieses Kreuzes soll nachher meine Spitze enden und jetzt gucke ich, wie viel das zum Rand ist und das sind 3 cm. Und diese 3 cm habe ich mir jetzt auch oben eingezeichnet und dann von diesen Markierungen aus zur Spitze eine Linie gezogen. Ich sag's ganz transparent, ich bin mir nicht sicher, ob sich das so gedacht war, aber das Endergebnis spricht für mich, denn es sieht aus wie auf der Modezeichnung und es hat funktioniert. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt das Lineal nochmal auf der neuen Linie angelegt und diese 3 cm nach unten hin gemacht, weil das ja hier gerade runter geht und für mich hat es besser funktioniert, wenn das schräg zuläuft. Wie gesagt, ist sich wahrscheinlich anders gedacht, aber für mich hat es so funktioniert. Den Überstand habe ich dann einfach noch weggekürzt, damit mir der später nicht im Weg ist, wenn ich die Nahtzugabe nach innen klappe und das dann relativ dick wird. Dann habe ich das Ganze in der Mitte gefaltet, indem ich einfach die Ecken aufeinander gelegt habe und oben einen kleinen Clips reingemacht habe mit der Schere. Und das gleiche habe ich am Vorderteil gemacht, so dass ich beides ordentlich aufeinander platzieren kann. Wenn alles ordentlich liegt, können wir damit an die Nähmaschine und wir beginnen an einer Stelle oben, verriegeln dort,
nähen die Linie entlang bis ganz runter zur Spitze, lassen die Nadel stecken, nähen einen Stich geradeaus, drehen das Ganze wieder und nähen die andere Linie nach oben ab und verriegeln am Ende wieder. Jetzt habe ich in der Mitte den Beleg auseinandergeschnitten und habe dann für die Spitze unten, da das ja schon sehr eng zuläuft, noch eine kleine Schere genommen, die sehr fein ist und wirklich bis ganz zur Spitze runtergeschnitten. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass man die Naht nicht verletzt. Jetzt wird der Beleg auf die linke Seite gewendet und gebügelt, sodass die Kanten schön liegen. Und im selben Zuge schlage ich auch die Nahtzugabe nochmal ein und dann sollte das so aussehen auf der linken Seite. Jetzt kann ich das sehr knappkantig absteppen. Ich habe das in meinem letzten Ausschnittvideo schon gesagt. Knappkantig ist deshalb sehr wichtig, dass einem innen dann nicht irgendwann ein Stück Stoff absteht und das dann einmal natürlich unangenehm ist und zum anderen auch den Stoff dann so ein bisschen abstehen lässt und nicht schön aussieht. Deshalb möglichst knapp, immer bis zu einer Ecke, in der Ecke die Nadel stecken lassen, das Ganze drehen und nächste Strecke abnähen, wieder Nadel stecken lassen und so weiter, bis man auf der anderen Seite oben wieder rauskommt, dort verriegeln und dann ist unser Beleg für den Ausschnitt schon fertig. Der sieht von der rechten Seite jetzt so aus. Ich habe die schöne Spitze und mir gefällt das auch gut, wie es rauskam. Und von der linken Seite sieht das so aus. Man könnte das auch andersrum machen. Man könnte das auch auf links nähen, sodass man dieses aufgesetzte rechts hat. Anschließend werden die Schultern und die Seiten geschlossen. Ich habe das noch mit der Overlock versäubert, damit mir der Stoff später nicht ausfranst. Wichtig ist aber bei Webware, dass du immer einen Geradstich nimmst zum Zusammennähen. Nicht die Overlock, denn das wird dir sonst ausreißen. Jetzt habe ich meine Belege genommen für den Ausschnitt. Und den für vorne habe ich jetzt getrennt, denn der sollte ja im Bruch zugeschnitten werden. Also möglicherweise sollte das anders genäht werden. Ich habe ihn jetzt getrennt, es ging aber genau auf. Und jetzt nehme ich das Stück für hinten, lege mir die für den Teil vorne so hin, dass die passen, also so wie es später liegen soll. Und dann kann ich die umklappen und so nähe ich die jetzt auch zusammen. Die Kanten habe ich jetzt nicht mit der Overlock gesäumt, damit das nicht so dick wird, sondern einfach mit einer Zickzackschere ein wenig gekürzt. Mein Oberteil habe ich auf rechts gewendet und im Nacken die Mitte markiert. Genauso markiere ich jetzt die Mitte von dem Beleg, indem ich die Nähte aufeinander lege. Ob man da eine Nadel reinsteckt oder einen Clips macht, ist unerheblich. Und jetzt kann ich das Ganze erst einmal rechts auf rechts rundum feststecken. Wenn ich an der Schulternaht ankomme, dann sollte ich gucken, dass meine Naht von dem Beleg auch genau auf der Naht von der Schulter liegt. Wenn das nicht passt, wenn sich das nicht ausgeht, dann stimmt mit den Strecken was nicht, dann müsste man das neu zuschneiden. Und wenn ich jetzt Richtung vorne Ausschnitt komme, möchte ich ja keine rohe Kante haben. Deshalb stecke ich mir das fest. Bei mir stand da etwa ein halber Zentimeter über, das hat also gepasst. Und den habe ich mir nach innen gelegt. Man könnte das bügeln, ich habe das einfach umgeknickt. Und über den nähe ich auch drüber, damit ich später da eben eine schöne Kante habe. Vermutlich gibt es jetzt Menschen, die das richtig gut können und sagen, das könnte man schöner machen und da stimme ich 100% zu. Aber wir wollen ja hier rausfinden, wie man ans Ziel kommt. Und ich bin ans Ziel gekommen und es ist auch sauber, wenn man es so macht. Also es sieht am Ende auch ordentlich aus. Jetzt habe ich da mit meiner Nahtzugabe von einem Zentimeter drüber genäht und dabei habe ich natürlich auch über das Eingeklappte vorne drüber genäht, damit das mit fixiert ist. Und das mache ich einmal rundum und da lasse ich mir auch Zeit, damit mir mein Stoff drunter immer schön glatt liegt. Also da einfach mit viel Mousse arbeiten, dann wird das auch richtig sauber. Damit ich das gleich schön legen kann, habe ich jetzt die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere eingekürzt. Wer keine Zickzackschere hat, kann das auch bis kurz vor der Naht mit einer Schere einklipsen. Ist einfach nur sehr viel mehr Arbeit. Mit der Zickzackschere geht es sehr viel schneller. Deswegen ist das mein bevorzugtes Mittel der Wahl. Und wenn das rundum gekürzt ist, dann kannst du den Beleg auf links bügeln und
Auch da wieder die Nahtzugabe gleich nach innen schlagen und mitfixieren beim Bügeln, sodass wir das gleich beim Annähen alles schön liegen haben. So sollte das dann aussehen. Das wird wieder ganz knappkantig angenäht, wie der vorherige Beleg auch. Und vorne habe ich das Stück offen gelassen, das stört gar nicht. Da könnte man sogar noch ein Band durchziehen, wenn man das möchte. Und dasselbe mache ich jetzt für die Armausschnitte. Hier habe ich auch 2 Belege, einen für vorne, einen für hinten. Und da müssen immer ein vorderer, ein hinterer zusammengenäht werden, und zwar zu einem kompletten Kreis. Und dann wird das rechts auf rechts festgenäht. Dabei ist die etwas stärkere Kurve unten anzusetzen. Dann wird wie gerade eben auch die Nahtzugabe nach innen geklappt und das Ganze auf links gedreht, ordentlich gebügelt und wieder knappkantig abgesteppt. Dann muss nur noch der Saum unten zweimal nach innen auf die linke Seite geschlagen werden. Ich empfehle auch das vorher zu bügeln und dann einmal knappkantig abzusteppen. Fertig sieht das Ganze jetzt so aus. Und jetzt fehlt natürlich noch das Highlight, nämlich die Ösen am Ausschnitt. Hey, eine kurze Unterbrechung. Ich möchte ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich habe seit letzter Woche einen Online-Shop. Ich blende dir hier mal die Shop-Adresse ein und schreibe die auch in die Infobox. Dort findest du eine ganz große Auswahl an Labels zum Aufnähen, Bügelbildern, einige kostenlose Dateien, Schnittmuster, ebenfalls kostenlos und kostenpflichtig, und Taschenpaneele mit ganz vielen verschiedenen Motiven. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal reinschaust. Und jetzt geht's weiter. Dafür brauche ich ein Band. Ich habe mich hier für so ein dünnes hellblaues Band und ganz kleine Ösen entschieden, damit ich auch auf jeden Fall innerhalb meiner Nahtzugabe bleibe. Und von den Ösen gucke ich jetzt als erstes, welche Farbe mir am besten gefällt. Denn da kam für mich erstmal mehreres in Frage. Ich habe mich aber am Ende tatsächlich für die blauen entschieden, weil ich fand, dass das am besten passt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du eine andere Farbe genommen hättest. Meine Ösen habe ich jetzt so verteilt, dass ich 1 Zentimeter oben von meiner Naht die erste Markierung gemacht habe. Das kann man natürlich anders machen. Ich habe es jetzt so gemacht. Und dann alle 3 Zentimeter. So komme ich am Schluss auf 5 Ösen, die ich auf die Strecke verteilen wollte. Und unten ist noch ein bisschen Platz zur Spitze. Mir hat das so ganz gut gefallen. Entsprechend mache ich das auch auf der anderen Seite, genauso 1 Zentimeter von der Naht weg und dann immer alle 3 Zentimeter. Jetzt habe ich mir noch einen senkrechten Strich mittig auf meine Nahtzugabe gelegt, also zwischen Kante und meiner Naht, die ich gesetzt habe, damit ich die Löcher auch alle schön in derselben Flucht habe. Jetzt müssen als erstes Löcher an die Punkte, damit ich die Ösen durchstecken kann. Ich benutze hier das Vario Creative Tool, es gibt aber auch andere Tools, die man benutzen kann. Meine Ösen haben einen Durchmesser innen von 0,5, also 5 mm, und entsprechend benutze ich das Stanzwerkzeug für 4 mm, damit das ein bisschen kleiner ist, weil man sonst keinen ordentlichen Grip hat. Und diesen konischen Einsatz, der kommt oben rein. Und den flachen Einsatz, den setze ich unten ein. Und dann wird mein Stoff dazwischen gelegt. Dann muss ich natürlich das Ganze ausrichten, sodass das auch genau auf dem Punkt liegt. Und dann einmal ordentlich zudrücken und schon ist mein Loch drin. Wenn irgendwann zu viel Stoff unten drin ist, dann kann man den rausholen, entweder mit einer Pinzette oder ich habe hier so ein Durchfädelwerkzeug, das da genau reinpasst. Und dann holt man diese Stoffstücke einfach raus und dann kann man weitermachen. Wenn dann alle Löcher drin sind, muss ich mein Werkzeug wechseln, sprich das Stanzwerkzeug muss raus und mein Ösenwerkzeug muss rein. Jetzt stecke ich die Öse von der rechten Seite durch mein vorbereitetes Loch. Das soll ein bisschen streng gehen, denn das ist ja 1 Millimeter kleiner. Und gucke, dass das komplett drin ist, sodass der Stoff wirklich aufliegt und mein Ösenhals rausschaut. Dann brauche ich meine Konterplatte und die hat so einen kleinen, ja, minimal zu sehenden Ring. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der nach oben. Und dann wird das Ganze in mein Vario-Tool gelegt. Die Öse ist unten und dieser Konterring ist oben. Und das wird dann einfach zusammengepresst, indem ich da ordentlich Druck ausübe.
Und das mache ich jetzt für alle meine Ösen. So sieht das jetzt bei mir aus. Jetzt muss nur noch das Band durch, um fertig zu sein. Das habe ich mir nicht zu kurz abgeschnitten. Kürzen geht immer noch. Und ich habe angefangen von unten zu schnüren, und zwar indem ich von hinten nach vorne durch die Öse stecke, damit das oben dann auch nach außen rauskommt. Damit mir das Ganze am Ende nicht rausrutscht, habe ich einfach noch ein paar Knoten drauf gemacht. Später ist mir eingefallen, dass eine Perle aufziehen und einen Knoten machen auch schön gewesen wäre. Ist mir ein bisschen zu spät eingefallen, aber so ein Band kann man ja auch gut nochmal tauschen. Unten habe ich auch einen Knoten gemacht, damit es nicht ausfranst. Und damit sind wir fertig. So, das war's mit dem Video. Lass mich in den Kommentaren wissen, wie dir dieser Schnitt gefällt. Ich finde ihn super, super angenehm für den Sommer, weil er hier nicht so eng sitzt, sondern ein bisschen Luft lässt. Und mit Leinenstoff ist es natürlich sowieso sehr, sehr angenehm für die heißen Tage. Ich freue mich, dass ich das mit den Ösen ausprobiert habe und mir gefällt das sehr gut. Und ja, auch die Farbe, ich bin ziemlich happy damit. Freut es auch, dass ich diesen Ausschnitt lösen konnte, unabhängig davon, wie sich's gedacht war. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie dir der Schnitt gefällt und was du am liebsten im Sommer trägst. Bist du eher der lockere Oberteiltyp oder Kleidertyp oder Röcke oder kurze Hosen? Schreib's mir in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann weiß ich auch, welche Sommervideos euch so interessieren könnten. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.